Hallo liebe Nähbegeisterte, ich begrüße euch wieder einmal zu einem kleinen Tutorial. Wie ihr eventuell gesehen habt, habe ich gerade vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, zu dem ich gezeigt habe, wie man bei einem Two-in-One-Shirt einen kleinen V-Ausschnitt machen kann. Nun, da ich die Ärmel dafür vorbereite, möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, auch beim Ärmel einen Look für Two-in-One zu machen. Dazu schneidet ihr euren langen Ärmel, den ihr eventuell habt, ganz genau nach eurem Schnitt zu. Von diesem Originalärmel macht ihr euch eine Kopie für einen kurzen Ärmel. Und zwar genau in der Form von der Armkugel, wie der Originalärmel ist, und entscheidet dann, wie lang ihr den haben möchtet. Also macht ihr quasi genau den Ärmel als Kurzform. Diesen schneidet ihr nun ganz genau in der Mitte einmal auf. Das ist mein Schulterpunkt hier oben, ab dem Schulterpunkt ziemlich zur Mitte. Und das drehen wir nun auf, denn das gibt uns die Weite, die wir benötigen, damit der kleine Ärmel über den langen Ärmel, den wir haben, schön drum rollen kann. Wenn ihr den auf gleiche Breite macht, dann zieht der untere zusammen und das sieht nicht schön aus. Es kriegt auf gar keinen Fall den Two-in-One-Look. Und dann entscheidet ihr, wie weit ihr den aufdrehen möchtet. Und genau das habe ich hier schon gemacht, wie ihr sehen könnt. So war er original. Und wenn ich ihn jetzt aufdrehe, dann seht ihr, verschiebt sich die Kugel minimal und wir bekommen da wie eine kleine Rundung rein. Das ist aber okay. Das Aufdrehen hier unten macht ihr je nach Stoffqualität. Je dicker ein Stoff ist, desto mehr müsst ihr aufdrehen, weil der ja mehr an Volumen für die Rundung benötigt. Wenn ich einen sehr dünnen habe, drehe ich ihn ungefähr so auf 1,5 bis 2 cm auf oder wenn es ein dickerer ist, auf 3 cm. Und aufgrund dessen habe ich jetzt hier wieder meinen neuen Ärmelschnitt, den ich jetzt für den kleinen darauf fallenden Ärmel verwenden werde. Und das ist der Ärmel, wie ich ihn jetzt schon zugeschnitten habe. Ich habe ihn auch noch etwas länger gemacht, wie meine Schablone hier war. Denn diese Schablone ist noch von dem Shirt, das ich davor gemacht hatte. Denn nun habe ich mir überlegt, ich mache hier einen 3 cm Saum dran. Genau diese 3 cm habe ich hier bereits angestellt für den Saum. Nun mache ich mir eine Markierung genau auf Hälfte dieses Saumes, mache mir ein paar Markierungen auf 3 cm, das seht ihr hier, meine 3 cm, und genau in der Mitte, ganz wichtig, mache ich mir auf 3 einen Punkt und nun messe ich von diesem mittleren 3 cm Punkt beidseitig 1,5 cm rüber. Also damit ich hier 3 cm habe. Nun schlage ich das um, gehe damit an die Nähmaschine und das habe ich hier so vorbereitet und nähe mir ab diesem 1,5 cm Punkt hier auf so knappe Zentimeter hier ein Dreieck rein. Genau wie ihr das jetzt hier seht. Bei diesem Dreieck schneide ich nun ein klein wenig weg, sodass ich so 5 mm da noch stehen habe bei beiden und schneide genau auf diesen Punkt, auf diesen letzten Stich da einmal zu. Drehe mir das Ganze rum, bügel das jetzt schön flach und bügel mir meinen Saum hier genau auf 3 cm um und steppe den einmal hier durch. Wenn ich eine Coverlock habe, dann kann ich das mit der Coverlock machen oder ihr könnt es mit einem Zickzackstich machen oder auch mit dem Gradstich, je nachdem, wie ihr das wollt. Und aufgrund dessen bekomme ich hier eine kleine Wiederholung meines Schlitzes, den ich auch in meinem Ausschnitt bereits drin habe. Und nachdem ich dann den Saum festgenäht habe von dem kleinen Ärmel, nehme ich den und nähe ihn kantig, ganz genau bei der Rundung und an diesen kleinen Seiten zusammen.
Und jetzt könnt ihr auch sehen, das erscheint sehr, sehr viel, was da an Weite drin ist. Aber oftmals ist das einfach eine Täuschung, denn wenn der lose und schön fallen soll, braucht der diese Weite. Und hier bei diesem habe ich das schon drauf genäht. Und wenn ich den nun hier zusammenhalte nur, könnt ihr schon sehen, dass das gar nicht so viel ist. Das wirkt nur so. Und wenn ihr es mal auf den Arm dann haltet, werdet ihr selber sehen, wie schön der dann in der Rundung fällt. Also einmal hier knapp annähen, komplett. Jetzt kommt es darauf an, wie ihr am liebsten näht. Es ist natürlich sehr einfach, den Ärmel jetzt offen einzunähen, aber in meinem Fall, ich nähe den sehr gerne rund ein. Das heißt, ich werde jetzt die Seitennähte schließen und ihn rund in mein bereits vorgefertigtes Armloch hier reinnähen. Denn ein Ärmel fällt immer schöner, wenn er rund eingenäht wurde. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht so gut im Nähen seid und es ist viel, viel einfacher, den offen einzunähen, dann tut das und dann schließt ihr eben die Seitennaht und den Ärmel in einem zusammen. Aber ihr könnt sehen, wie wunderschön das jetzt aussieht mit dem kleinen Schlitz bei diesem Two-in-One-Shirt und zur Wiederholung, wie gesagt, mit dem Ausschnitt, den ich da bereits gemacht habe. Und deshalb bin ich auch jetzt heute schon wieder am Ende dieses kurzen Videos angekommen und im nächsten Video zeige ich euch, wie ich den Saum verarbeiten werde und auch wie ich bei dem Saum als Wiederholung nochmals einen V-Ausschnitt reinmachen werde. Es ist im Grunde sehr, sehr ähnlich, aber ihr wollt das ja richtig gezeigt bekommen. Deshalb kommt da ein extra Video in den nächsten Tagen für euch. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo.